Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ich möchte jetzt nochmal auf einzelne Videos nochmal, beziehungsweise auf einzelne Situationen nochmal genauer drauf eingehen. Ne? Also, heute geht es mal um die Körbe. In dem Video geht es um was brauche ich, um die Körbe zu machen und so weiter und so fort. Also, ihr braucht erstmal diesen Zuckerrohr. Den Zuckerrohr bekommt ihr auf verschiedenen Märkten. Ihr bekommt ihn aber auch auf der Hauptseite, beziehungsweise auf der Hauptsim. Ich müsste lügen, 200 Linden oder so. Ja? Und das braucht SL-Wasser. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Diese braucht SL-Wasser. Ja? Also wenn ihr ein eigenes Land habt, und dann macht ihr ein bisschen den Boden unten weg oder so, eine kleine Ecke, und dann bekommt ihr ja irgendwann mal SL-Wasser. Und das braucht SL-Wasser. Ja? Und wir klicken einmal hier drauf und ihr seht, ihr könnt das in zwei Sprachen einstellen, auf Spanisch und auf Englisch. Und ihr könnt dann gucken, ähm, ihr könnt auch ihr könnt hier auch ab und zu mal selber auch abernten, wie der sieht. Ne? Es ist momentan 0 von 1, 1 muss es sein. Da gibt es noch die Stufe 1, 2 und 3. Ne? Das habe ich nie so richtig hingekriegt, aber für die Körbeflechten ist es Wumpe. Ja, die Stufe 1, 2 und 3 ist nur noch nachher, wenn ich auf das Video irgendwie nochmal detaillierter eingehen sollte, für Rezepte zu lernen. Da braucht man dann auf dem, der Stuhl will 1, 2 und 3 haben. Ne? Und dann wartet ihr, bis es 100% ist. Ne? Ihr müsst ab und zu auch mal, am besten ist es auch mal düngen. Ne? Dann geht man dann hierher ein Stück, wie man düngt, das zeige ich euch auch. Ne? Ähm, ihr müsst natürlich die Hut anhaben. Ihr geht hier auf den Pfeil, klickt hier unten auf den Pfeil und klickt auf einmal hier drauf auf Düngen und dann hier das Level 1 bis irgendwas. Ja. Das hat nur die Bewandtnis, dass es von 1 bis 20 die Prozentzahl düngen kann. Und jetzt habe ich es gedüngt, 6%. Ja. Und dann müsste normalerweise hier dann aufleuchten 1 von 2. Ja. Und wenn dann 2,2 steht, das ist dann sehr gut, dann habt ihr dann den gedüngt. So, und wenn ihr den dann abgearbeitet habt, ne, dann einfach hinrätzen und dann heißt es dann diese Zuckerstangen. So, und um die Zuckerstangen dann äh, stellt ihr dann zum Beispiel hier daneben bei den Körben, ne, um die äh, müsst ihr dann, die Körbe braucht ihr. Die Körbe braucht ihr, um äh, Fisch zu verpacken, um jede Menge von Fleisch zu verpacken. Bei den Schafen ist es auch so, oder bei den Ziegen genannt, eins von den beiden, das sind für mich beide Zeichen. Ich nenne sie mal Schafe. Bei den Schafen oder Ziegen, bei den Ziegen, wie auch immer, ist es dann die Wolle, die man zum Verpacken braucht. Und bei den Wein ist es kann man da auch die Weintrauben verpacken mit bei den neuen die Äpfel. Ne, für die Äpfel braucht man den Korb. Den Korb braucht man, wenn man auf dem Schwarzmarkt viele Sachen, zum Beispiel Erdbeeren gab es letztes Jahr oder andere Fruchtarten gibt oder auch Kaffee. Ne? Oder
ja, wenn ihr Kaffee habt, den Kaffeebaum zu verpacken oder so. Und auch Getreidefelder, ne? Sei es jetzt Reis, sei es Tomaten, sei es Getreide, also Korn, ne? Die brauchen alle diese Körper. Und wie man den herstellt, zeige ich euch jetzt gleich. So, man setzt sich hier hin. Ihr braucht natürlich die Gruppe, ne? Ist klar. Dann setzt ihr euch hier hin. Die Hut muss immer 100% haben. Und ihr seht 32 Dinger seid. Seid doch mal so nett, wenn ihr mal zum Schluss ein oder zwei, ne, lasst einfach drinne für diejenigen, die anderen. Ihr könnt euch natürlich das auch bei G&S Hauptsim auch kaufen, dann ist es für euch. Aber wenn ihr das alles nicht habt und könnt es euch auch nicht leisten, könnt ihr hier hingehen und könnt ihr euch die Körbe machen. Ja? So, ich habe schon mal was vorbereitet. Ich werde es aber vormachen, ich werde es aber auch abbrechen. Ne? Oder ich werde es durchlaufen lassen, wie auch immer. Also das heißt, ähm, ihr setzt euch hier hin, klickt auf Modell 1 und dann läuft es ungefähr 150 Sekunden ab und dann habt ihr dann äh, irgendwann hier einen Korb. So, ihr braucht für einen Korb auch 50. 50 heißt, erstens bedeutet 50 natürlich bis zu 50 Einheiten können rein in den Korb und 50 Mal könnt ihr den Korb wiederverwenden. Also ihr müsst die Körbe nicht jedes Mal, wenn sie leer sind, wegschmeißen. Ne? Und das finde ich sehr gut, dass man das wieder kann. Ne? Und da braucht ihr auch, um die ganzen Sachen haltbar zu machen, braucht ihr auch Salz. Ne? Wie man Salz macht und tut und herstellt, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Mal reingucken. Ne? Dann könnt ihr euch dann Ordner machen, wie ich es hier unten unter Ordnern gemacht habe. Dann fliegt das nicht so im Inventar einfach rum. Ja, das war eigentlich das Thema, auf das Thema, ähm, sagt er Körbe. Ne? Körbe und was man dazu braucht, um sie zu verpacken.